Guten Tag an alle. Ich bin Peter. Adele, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen, weil ich die ganze Zeit über mein Traumhaus nachgedacht habe. Ich habe sogar Zeichnungen gemacht. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Peter, das klingt wirklich interessant. Zeichnungen von deinem Traumhaus? Das musst du mir unbedingt zeigen. Erzähl mir alles. Wie sieht dein Traumhaus aus? Also, ich fange mit dem Wichtigsten an, der Lage. Mein Traumhaus liegt auf dem Land, weit weg von der Stadt und vom Lärm. Ich möchte viel Natur um mich herum haben. Stellt euch vor, große grüne Wiesen, viele alte Bäume, Vögel, die morgens singen und vielleicht sogar ein kleiner Bach in der Nähe. Wenn es regnet, kann ich das Wasser hören. Das ist für mich echte Ruhe. Wie klingt das für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Mögt ihr lieber die Stadt oder das Land? Oh, das klingt wirklich wunderschön, Peter. Ich verstehe das gut. Natur ist so wichtig für die Seele. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin da ganz anders als du. Ich möchte lieber in der Stadt wohnen. Für mich ist die ideale Wohnung in der Stadtmitte, wo alles in der Nähe ist. Geschäfte, Restaurants, Cafés, Parks, öffentliche Verkehrsmittel. Ich brauche das Leben um mich herum. Aber erzähl mir mehr über dein Haus auf dem Land. Wie groß ist es? Wie viele Zimmer soll es haben? Sehr gute Frage. Mein Traumhaus ist nicht zu groß und nicht zu klein. Es ist genau richtig. Es hat natürlich ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Im Erdgeschoss gibt es eine große offene Küche, die direkt mit dem Wohnzimmer verbunden ist. Man nennt das auch einen offenen Grundriss. Ich koche sehr gerne, deshalb ist die Küche für mich sehr wichtig. Sie soll modern sein, mit viel Platz, einem großen Herd, einem schönen Backofen und guten Geräten. Was ist dir in einer Küche wichtig, Adele? Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Für mich ist die Küche auch sehr wichtig. Ich möchte eine helle Küche mit großen Fenstern. Ich liebe es, morgens meinen Kaffee zu kochen und dabei den Himmel zu sehen. Außerdem brauche ich viel Stauraum, viele Schränke und Schubladen, damit alles ordentlich und aufgeräumt ist. Eine unordentliche Küche macht mich nervös. Aber zurück zu deinem wunderschönen Haus, Peter. Was gibt es noch im Erdgeschoss? Im Erdgeschoss gibt es auch ein großes, helles Wohnzimmer. Es soll sehr viel Licht haben, mit großen Fenstern von oben bis unten, fast wie eine Glaswand zur Natur hin. Ich stelle mir vor, wie die Sonne morgens durch die Fenster scheint und den ganzen Raum wärmt. Im Wohnzimmer gibt es eine sehr bequeme Couch, einen schönen Holztisch und, das ist mein absoluter Traum, einen richtigen Kamin aus Stein für den Winter. Abends das Feuer brennen sehen und ein gutes Buch lesen. Das ist für mich das Paradies. Habt ihr auch einen Lieblingsplatz zum Lesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ein echter Steinkamin klingt einfach fantastisch. Ich liebe kalte Winterabende. Man sitzt warm und gemütlich am Feuer und draußen schneit es vielleicht. Das ist so ein schönes Bild. Peter, und was ist oben im Obergeschoss? Wie viele Schlafzimmer möchtest du? Im Obergeschoss gibt es 3 Schlafzimmer. Das Hauptschlafzimmer ist natürlich das größte und schönste. Es hat ein eigenes Badezimmer direkt angeschlossen. Das ist für mich sehr wichtig. Das nennt man ein En-Suite-Badezimmer. Und es gibt einen kleinen Balkon, von dem man den Garten und die Natur rundum sehen kann. Morgens aufwachen, die Balkontür öffnen und frische Landluft einatmen. Das ist mein absoluter Traum. Die anderen 2 Zimmer sind für Gäste, die zu Besuch kommen. Ich habe viele Freunde und meine Familie besucht mich gerne. Das klingt sehr schön und durchdacht. Ich möchte auch gerne einen Balkon haben, das ist mir wirklich wichtig. In meiner Traumwohnung habe ich einen großen Balkon mit vielen bunten Blumen und grünen Pflanzen. Im Sommer frühstücke ich dort jeden Morgen mit meinem Kaffee und der Zeitung. Das ist mein kleines Paradies in der Stadt. Aber Peter, du hast den Garten noch nicht erwähnt. Beschreib mir den Garten. Ich stelle mir vor, dass er sehr groß ist. Ah, der Garten. Das ist vielleicht mein absoluter Lieblingsteil des ganzen Hauses. Es gibt einen großen, schönen Garten rund um das Haus. Auf der einen Seite gibt es Obstbäume, Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen. Im Frühling blühen sie alle und es sieht wunderschön aus.
Ich möchte auch ein großes Gemüsebeet haben, wo ich selbst Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika und viele Kräuter anbaue. Stellt euch vor, frisches Gemüse direkt aus dem eigenen Garten, jeden Tag. Das ist doch wirklich wunderbar, oder? Und in der Mitte des Gartens gibt es eine Terrasse mit einem großen Holztisch und Stühlen, perfekt für Sommerabende. Oh, das klingt wirklich herrlich. Frisches Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten. Das ist ein echter Luxus und auch sehr gesund. Ich habe leider keinen Garten, aber auf meinem Balkon habe ich viele Kräuter in Töpfen. Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Minze und Rosmarin. Das ist auch sehr schön und praktisch. Peter, gibt es noch etwas ganz Besonderes an deinem Traumhaus? Etwas, das du dir schon lange wünschst? Ja, unbedingt. Ich möchte unbedingt einen eigenen Hobbyraum haben. Ein Zimmer nur für mich, wo ich meine Hobbys in Ruhe machen kann. Ich male gerne Bilder mit Ölfarben und ich bastle gerne verschiedene Dinge aus Holz. In diesem Raum kann alles ein bisschen unordentlich sein. Das ist erlaubt. Ich kann kreativ sein und wirklich entspannen. Was würdet ihr in eurem Hobbyraum machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Schreibt es uns in die Kommentare unten. Das ist eine wirklich tolle Idee. Ein Zimmer nur für einen selbst, das ist ein echter Luxus. Ich würde gerne ein schönes Arbeitszimmer haben, wo ich ruhig und konzentriert arbeiten kann. Mit einem großen, schönen Schreibtisch aus Holz, einem bequemen Stuhl, vielen grünen Pflanzen auf dem Fensterbrett und sanfter Musik im Hintergrund. Da kann ich stundenlang arbeiten, ohne abgelenkt zu werden. Peter? Und wie sieht das Badezimmer in deinem Traumhaus aus? Du hast vom En-Suite-Bad gesprochen. Ja, das Badezimmer. Es soll wirklich groß und sehr hell sein. Der wichtigste Teil ist eine große, tiefe Badewanne aus weißem Porzellan. Ich liebe es, nach einem langen, anstrengenden Tag ein warmes Bad zu nehmen, vielleicht mit ein bisschen Lavendelöl. Das entspannt wunderbar. Natürlich gibt es auch eine große Dusche mit gutem Wasserdruck. Die Wände sind weiß und aus schönem Naturstein. Es gibt kleine Pflanzen, Kerzen und weiche weiße Handtücher. Ein Badezimmer soll ein echter Ort der Entspannung und Erholung sein. Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Eine große Badewanne ist ein echter Luxus, den nicht jeder hat. In meiner Traumwohnung gibt es ein modernes Badezimmer mit eleganten schwarzen und weißen Fliesen. Es soll schick und zeitlos aussehen, immer sauber, immer ordentlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr ein Lieblingszimmer in eurer Wohnung oder eurem Haus? Schreibt uns eure Antwort in die Kommentare, wir sind sehr gespannt. Adele, ich habe noch etwas Wichtiges vergessen zu erwähnen. Mein Haus hat auch einen Keller. Und in diesem Keller möchte ich etwas ganz Besonderes einrichten. Einen kleinen, gemütlichen Heimkinoraum. Mit einer großen weißen Leinwand, einem professionellen Projektor, sehr bequemen Sesseln und einem wirklich guten Tonsystem. Wenn Freunde zu Besuch kommen, schauen wir zusammen Filme oder auch Fußballspiele. Das wäre so toll. Oh, ein Heimkino im Keller. Das ist wirklich eine fantastische und kreative Idee. Ich würde bestimmt sehr oft zu dir kommen. Peter, weißt du was? Ich finde es schön, wie du alles so genau geplant hast. Jedes Zimmer hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Funktion. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Wenn du wählen müsstest, was ist die allerwichtigste Sache in deinem Traumhaus? Nur eine einzige Sache. Oh, das ist wirklich eine schwere Frage. Ich muss kurz nachdenken. Ich denke, das Wichtigste ist das Licht, das natürliche Tageslicht. Mein ganzes Haus soll von morgens bis abends hell und freundlich sein. Viele große Fenster überall, viel Tageslicht in jedem Raum. Licht macht einen Raum lebendig, warm und fröhlich. In einem dunklen Haus fühle ich mich nicht wohl. Und was ist für dich das Wichtigste, Adele? Für mich ist es eindeutig die Lage. Das perfekte Zuhause muss am richtigen Ort sein, in der richtigen Umgebung. Ich möchte in einer sicheren, ruhigen, aber lebendigen Gegend wohnen, wo ich mich sicher fühle und wo ich alles finde, was ich im Alltag brauche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist für euch das Wichtigste in einem schönen Zuhause? Kommentiert unten und sagt uns eure Meinung. Wir lesen alle Kommentare. Adele, ich habe auch viel über die Farben und die Einrichtung nachgedacht.
In meinem Traumhaus möchte ich natürliche, warme Farben verwenden. Viel Beige, Creme, Braun und dazu schöne Grüntöne von den Pflanzen. Holzmöbel aus echtem Holz, Eiche oder Kiefer und vielleicht etwas Naturstein. Es soll warm und gemütlich aussehen und sich anfühlen wie ein behagliches Nest mitten in der Natur. Was denkst du über Farben und Dekoration, Adele? Ich mag warme, natürliche Farben auch sehr gerne. Aber ich würde persönlich noch etwas mehr Farbe hinzufügen. Vielleicht ein schönes blaues Sofa, ein paar bunte Kissen in verschiedenen Farben oder ein bunter Teppich auf dem Boden. Farbe macht das Zuhause lebendiger, persönlicher und fröhlicher. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Wort für Einrichtung auf Deutsch kommt vom Wort einrichten. Das heißt, etwas schön gestalten und arrangieren. Schieren. Kennt ihr dieses Wort? Sehr gut erklärt, Adele. Die Einrichtung, also alle Möbel, Lampen, Teppiche und Dekoration, ist sehr persönlich. Mein Stil ist natürlich und gemütlich, man sagt auch rustikal. Ich mag alte, schöne Holzmöbel. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welchen Einrichtungsstil mögt ihr? Modern, klassisch, minimalistisch oder bunt und kreativ? Peter, ich möchte dich noch etwas Schönes fragen. Stell dir vor, du hast endlich dein Traumhaus gefunden oder gebaut. Alles ist fertig, alles ist genau so, wie du es dir vorgestellt hast. Was machst du als allererstes an dem Tag, an dem du einziehst? Oh, das ist eine wunderbare Frage und ich weiß die Antwort sofort. Als erstes mache ich eine große, herzliche Party für alle meine Freunde und meine ganze Familie. Ich koche ein riesiges Abendessen selbst, viele verschiedene Gerichte, Salate, Fleisch vom Grill. Wir sitzen draußen auf der Terrasse im Garten unter den Obstbäumen, trinken guten Wein und lachen den ganzen langen Sommerabend. Das ist mein Traum. Und du, Adele? Das klingt wirklich wunderbar und sehr gesellig. Ich würde es etwas anders machen. Ich würde zuerst ganz alleine und ruhig durch alle Zimmer meiner neuen Wohnung gehen, von Zimmer zu Zimmer und einfach alles in Ruhe genießen und auf mich wirken lassen. Dann würde ich meinen allerbesten Kaffee kochen, den teuren, guten und mich auf meinen Balkon setzen, die schöne Aussicht genießen und einfach glücklich sein. Manchmal sind die ganz einfachen Momente die allerschönsten. Das klingt auch wunderschön und sehr wahr, Adele. Manchmal sind wirklich die einfachsten Dinge im Leben die besten und wertvollsten. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste, was wir heute sagen können. Ein Zuhause ist viel mehr als nur ein Gebäude aus Stein und Holz und Glas. Es ist ein Gefühl, ein Ort, wo man sich jeden Tag sicher und geborgen und wirklich glücklich fühlt. Da hast du absolut recht, Peter. Ein Zuhause ist dort, wo das Herz ist. Egal, ob es ein großes Haus auf dem Land ist oder eine kleine Wohnung in der Stadt. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und happy ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übt heute die neuen Wörter. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Garten, Balkon, Terrasse, Kamin, Einrichtung. Genau. Und nicht vergessen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wie euer persönliches Traumzuhause aussieht. Auf dem Land oder in der Stadt, groß oder klein. Modern oder traditionell. Wir freuen uns riesig auf eure Antworten und lesen sie alle. Vergesst auch nicht, unseren Kanal Wow Spoken German zu abonnieren und eine positive Bewertung zu hinterlassen, wenn euch die Sendung gefällt. Vielen herzlichen Dank an alle unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid wunderbar und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr dabei seid. Macht weiter so mit eurem Deutschlernen, ihr schafft das. Auf Wiedersehen und bis sehr bald bei Wow Spoken German. Tschüss. Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und lernt weiter Deutsch. Es lohnt sich immer.